Tobias, vielen Dank und Gratulation zur Eröffnung eures Pavillons. Erzähl doch mal so ein bisschen über diese Idee der Fabrik und dein Teil der Arbeit. Ja, also die Idee dieser Begriff ist echt sehr spät aufgekommen, das war auch vom Florian Ebner, von dem Kurator. Aber von Anfang an war es eigentlich klar, dass es um Bilder geht, um die Produktion, Verteilung, Politik von Bildern und das Verhältnis der Welt mit dem Bild und auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich bin sozusagen der Fotograf hier. Dann gibt es so Fragen nach virtueller Realität oder nach Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Aber halt auch immer im Verhältnis zu wirklich politischen Fragestellungen. Erzähl mal etwas über den Prozess deiner Arbeit. Wie bist du vorgegangen? Den Kontakt zu den Flüchtlingen hatte ich zum Teil schon vorher. Also ich habe schon ein anderes Projekt mit denen gemacht. Aber die zündende Idee war eigentlich zu sagen, wir bringen die Bilder in die Länder, wo die Leute herkommen. Und dann haben wir nach afrikanischen Autoren gesucht und haben versucht, sozusagen eine afrikanische Perspektive auf das Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsproteste in Deutschland zu richten und haben mit Zeitungen vor Ort zusammengearbeitet, die sich bereit erklärt haben, die Artikel oder die Bilder zu veröffentlichen. Das hat viele, viele Ebenen eigentlich. Eine Sache ist erstmal, dass es eine Umkehrung ist der klassischer journalistischer Erzählweisen. Normalerweise würde ja ein Bildjournalist vielleicht nach seiner Ausbildung nach Afrika fahren, da irgendwelche Bilder machen und dann in Europa veröffentlichen. Und ich habe jetzt in Berlin und Hamburg fotografiert und habe dann versucht, die in Ghana, in Kamerun und so weiter zu veröffentlichen. Und wie haben die Leute da in Ghana oder Kamerun zum Beispiel reagiert auf diese Bilder? Wir haben jetzt zuerst Autoren angesprochen. Wir haben meistens zuerst Autoren gesucht, die das interessiert hat. Die haben wir beauftragt, gleichzeitig einen Text zu schreiben, aber oft haben die dann mitgeholfen, eine Zeitung zu finden oder ein Magazin, wo das veröffentlicht werden konnte. Und oft gab es ein großes Unwissen eigentlich über die Situation der Flüchtlinge. Also die Kommunikation läuft da nicht so einfach. Also vielleicht wird nicht immer erzählt, wie es dann tatsächlich in Europa ist. Oder auch diese Proteste sind ja relativ unbekannt, die jetzt in Deutschland, in ganz Europa stattfinden. Und oft war es auch so ein bisschen die Frage, das gab es jetzt noch nie, dass jetzt jemand hier hinkommt und sagt, wir bieten euch die Bilder an, macht doch mal was damit. Ja. Wie war jetzt die Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler? Wie vernetzen sich auch die einzelnen Stationen im Haus? Also es war nicht so, wir haben halt sehr früh viel miteinander geredet. Wir waren hier zusammen in Venedig und haben auch viel diskutiert. Und haben, würde ich mal sagen, nicht die Ideen an unseren einzelnen Projekten zusammen entwickelt, aber immer im Austausch oder mit dem Bewusstsein, was die anderen machen. Und ich glaube wirklich, dass der Pavillon davon lebt, dass die Arbeiten sich aufeinander nicht beziehen, aber dass sie Zusammenhänge herstellen, also dass sie sich gegenseitig stützen. Und das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir parallel an diesen Dingen gearbeitet haben mit dem Bewusstsein, wo das mal enden würde, was die anderen machen. Wie seid ihr mit der Geschichte dieses Baus hier jetzt in Venedig umgegangen? Also ich muss sagen, dass gerade der Kurator und wir auch eigentlich ziemlich lässig damit umgehen. Also viele, viele Pavillons, auch wirklich die großartigsten, haben sich ja an der Geschichte des Baus und der Nazizeit und Deutschlands abgearbeitet. Und ich finde das jetzt relativ cool schon fast zu sagen, zumindest von außen lassen wir den Pavillon in Ruhe. Man geht durch den Seiteneingang, den noch nie jemand benutzt hat, rein und fangen dafür an, den auf sozusagen horizontal zu schichten, ganz neue Räume zu schaffen, die eigentlich im Pavillon noch nie so existiert haben. Was war für dich, also was ziehst du persönlich jetzt aus dieser Erfahrung heraus und aus diesem Projekt auch mit der Arbeit mit den Flüchtlingen? Also was mich wirklich am meisten begeistert hat, war der Mut dieser Leute, die eigentlich in einer sehr prekären Situation in Deutschland leben, ohne Papiere oder die warten auf eine Aufenthaltserlaubnis, dass sie da bleiben können und so weiter. Und in dem Moment, wo man sozusagen ständig davon bedroht ist, abgeschoben zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, da politisch aktiv zu werden und das Büro der Grünen oder des DGB in Berlin zu besetzen, sich mit der Polizei anzulegen, das finde ich wirklich bewundernswert. Dass die Leute sagen, wir haben eine Stimme, wir haben ein Gesicht, wir wollen raus aus dieser Unsichtbarkeit, der Isolation der Flüchtlingsheime und Lager.